Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr dieses gesunde Apfelbrot backt. Ohne Zucker, super saftig und richtig lecker. Es ist einfach zuzubereiten und lässt sich perfekt glutenfrei sowie vegan anpassen. Los geht's! Für das Rezept brauchst du 2 Eier. Für die vegane Variante nimmst du 130 Gramm extra Apfelmus statt die Eier. Dann brauchen wir 3 Äpfel. Du kannst entweder süße oder leicht säuerliche Äpfel nehmen. Eine kleine Prise Salz. Dann brauchen wir auch Apfelmus, eine Bio-Zitrone. Ich nehme nur etwas Zitronensaft, aber wenn du magst, kannst du auch etwas Zitronenabrieb dazugeben. Dann brauchen wir Backpulver, Backnatron, Zimt. Ich gebe nur Zimt diesmal dazu, aber du könntest auch etwas Kardamom oder Ingwer dazugeben. Die beide geben auch ein ganz schönes Geschmack. Dann brauchen wir noch Mehl. Ich nehme sehr gerne Dinkelmehl für diesen Rezept. Du kannst aber auch Dinkelmehl durch eine glutenfreie Mehl ersetzen oder du kannst auch Weizenmehl nehmen, wenn du magst. Dann brauchen wir noch gemahlene Haselnüsse oder Mandeln. Normalerweise nehme ich gemahlene Mandeln für das Rezept. Diesmal habe ich keine gemahlene Mandeln bekommen, deswegen habe ich die Haselnüsse genommen. Die geben auch ein richtig schönes Geschmack. Ich finde, die Mandeln haben einen etwas neutraleren Geschmack, aber die Haselnüsse passen auch perfekt für das Rezept. Und dann als letztes brauchen wir noch Pekannüsse. Ich liebe Pekannüsse, aber wenn du magst, kannst du die auch durch Walnüsse, Haselnüsse oder Mandeln ersetzen oder du kannst die Nüsse auch komplett weglassen. In meiner vorherigen Variante von diesem Brot habe ich auch Rosinen dazu gegeben. In dieser Variante gebe ich keine Rosinen dazu, aber wenn du magst, kannst du auch Rosinen dazu geben. Als erstes werden wir die Nüsse etwas kleiner hacken. Die Nüsse nicht ganz fein hacken, sondern so grob hacken und dann erst zur Seite lassen. Und jetzt werde ich noch die Äpfel schälen, entkernen und reiben. Dann die Zitrone halbieren und direkt etwas Zitronensaft zum Äpfeln geben. Und wenn du magst, kannst du auch etwas Zitronenabrieb dazu geben. Jetzt gebe ich auch den Apfelmus dazu und 2 Eier, eine kleine Prise Salz und kurz vermischen. Nur ganz kurz. Dann gebe ich einen Teelöffel Backpulver zu meinem Mehl, einen Teelöffel Backnatron und 2 Teelöffel Zimt und auch kurz vermischen. Wie gesagt, die Gewürze kannst du nach deinem Geschmack anpassen. Wenn du magst, kannst du noch etwas Kardamom und Ingwer dazugeben. Oder wenn du magst, kannst du auch weniger Zimt dazugeben. Jetzt werde ich die Trockenzutaten nach und nach dazugeben. Ich werde erst ungefähr Hälfte von der Mehlmischung dazugeben, durch den Sieb und kurz mit den Gabel vermischen. Dann den Rest vom Mehl dazugeben, wieder ganz kurz vermischen und dann noch die gemahlene Haselnüsse dazugeben. Die gemahlenen Nüsse machen das Brot besonders saftig. An dieser Stelle richtig gut vermischen. Dann kannst du auch mit einem Spatel weiterrühren, um sicherzustellen, dass da keine trockenen Stellen sind und dass alles gut vermischt ist. Und zum Schluss geben wir noch die Pekannüsse dazu und kurz die Pekannüsse reinheben. Dann die Backform einfetten. Ich verwende dafür Kokosöl, aber du kannst auch Butter anstatt nehmen. Meine Backform hat eine Stelle, an der das Brot immer kleben bleibt. Irgendwie vergesse ich das ständig und dann passiert es wieder. Um das zu verhindern, nehme ich ein kleines Stück Backpapier und lege es genau an dieser Stelle in die Backform. Das löst das Problem perfekt. Und jetzt geben wir den Teig in die Backform. Die Oberfläche noch glätten, sodass der Teig so gleichmäßig in der Backform verteilt ist.
Und dann den Apfelbrot bei 180 Grad Ober-Unterhitze auf der mittleren Schiene etwa 50 bis 60 Minuten fertig backen lassen. Bevor du den Apfelbrot aus dem Backofen holst, mach eine Stäbchenprobe, um sicher zu sein, dass er durchgebacken ist. Wenn du merkst, dass die Oberfläche zu dunkel wird, dann kannst du den Brot mit Backpapier oder Alufolie leicht bedecken. Nachdem du das Apfelbrot aus dem Backofen holst, lass es erst etwa 10 Minuten im Backform kühlen, bevor du ihn aus dem Form holst und auf dem Abkühlgitter komplett abkühlen lässt. Der Apfelbrot duftet unfassbar lecker. Es ist jetzt schon leicht abgekühlt und ich werde es direkt probieren. Er hat eine ganz leichte Süße, ist super saftig und schön würzig. Ich liebe den Apfelbrot ganz leicht getoastet. Dann hat er so eine schöne Knusperschicht und mit etwas Joghurt oder Quark oder Ziegenkäse servieren. Aber der Apfelbrot schmeckt auch super lecker, einfach so, und ist ein schönes, gesundes Snack. Aber wie isst du den Apfelbrot am liebsten? Schreib mir gerne in die Kommentare. Im Kühlschrank hält sich das Brot bis zu 5 Tage. Du kannst es auch einfrieren, am besten in Scheiben einfrieren und es dann nach Bedarf auftauen. Das war mein gesundes Apfelbrot ohne Industriezucker. Ich hoffe, dir hat das Rezept gefallen. Es ist nicht nur lecker, sondern auch sehr einfach und anpassbar. Wenn du das Rezept ausprobierst, lass mich unbedingt wissen. Ich freue mich immer auf dein Feedback. Der liebe Horst hat mich an diesen Rezept erinnert und beim Wiederbacken habe ich ein paar Sachen in dem Rezept etwas geändert und dachte, dass ich die neue Version auch direkt mit euch teile, und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Falls dir das Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben, und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Und wenn du auf der Suche nach anderen gesunden Rezepten bist, dann werde ich für dich alle meine gesunden Rezepte hier verlinken. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Aber wie würdest du den Apfelbrot am liebsten? Aber er ist ganz leicht, es ist nicht nur lecker, sondern auch, es ist nicht nur lecker, sondern auch, es ist nicht nur lecker, sondern auch, es ist nicht nur lecker, sondern auch super einfach und anpassbar. Wenn du das